Ach, Mensch, wenn du die Musik nicht hättest, die Literatur, das Theater, die bildende Kunst, die Oper, die Kunst und die Kultur, was würde es für ein Leben sein, Mensch? Die Kunst und die Kultur ist der Sauerstoff des Menschwerdens. Sie hilft uns, unsere Gefühle, unsere Verirrtheit, unsere Verwirrtheit, unsere Affekte in uns selbst wiederzuspiegeln, zu fühlen. Da gibt es einen Ton, da gibt es eine Komposition, da gibt es ein Buch, da gibt es ein paar Worte und etwas passiert. Etwas passiert. Und wir fühlen in diesem Spiegelbild uns. Und wenn wir dann diese Kunst wieder verlassen, dann haben wir vielleicht und hoffentlich ein paar Worte, was wir gefühlt haben, was wir gespürt haben und eine Spur zu uns. Wir sind Mensch dank dieser Kunst. Und deswegen möchte ich jetzt schon Dank sagen für das, was wir gehört haben und was wir noch hören werden und für das wunderbare Engagement, 2 Tage lang Kunst mit der Frage der Demokratie, der Freiheit, also Mensch zu verknüpfen. Und ganz herzlichen Dank an Sie alle und alle, die das organisiert haben. Der Genuss hat einen Sinn. Herzlichen Dank. Es ist kein Zufall, dass Diktatoren und Autokraten vor dieser Kunst und Kultur so Angst haben. Es ist kein Zufall, dass die ersten Themen, die sie angehen, in welcher Reihenfolge auch immer, der Rechtsstaat ist, die Pressefreiheit und die Kunstfreiheit. Es ist kein Zufall, dass sie panisch sind vor dem, was Kunst in uns hervorruft. Das Fragezeichen, das ewige, unbeantwortete Warum die Existenz mit so vielen Widersprüchen, mit so vielen nicht kontrollierbaren Entscheidungen uns immer wieder in Frage stellen. Und dieses Warum, wenn wir aus der Kunst ermächtigt werden, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Geschichten lesen, die vor 500, 800 Jahren erzählt wurden oder Musik, die vor 500 Jahren komponiert ist oder auch heute, kann dazu führen, dass wir widerspenstig werden. Erst uns gegenüber. Aber wenn wir der Spur des Warums hinterherlaufen, dann auch den anderen gegenüber. Dem Systemen, der Macht gegenüber. Denn darum geht es immer beim Menschen. Auch und immer um Macht. Die kleine Macht, die Spielchen der Macht, die Auseinandersetzung um Macht. Um die Eitelkeit, um den Narzissmus. Um eigentlich die immer wiederkehrende Frage, warum kann ich nicht lieb sein? Warum beschäftigt mich die Intrige, das Gerücht, die Dinge, wo man merkt, oh, da sind ein paar Pfeile, die tun dem anderen weh, gut, obwohl, weil es dem anderen schlecht geht, es mir doch damit eigentlich nicht besser geht. Die Idee der Aufklärung, die Idee der Menschenrechte, die Idee zu sagen, nie wieder soll ein Mensch beurteilen dürfen, ob ein anderer Mensch Mensch ist die Auseinandersetzung, die wir auch in diesen Jahren in unseren Demokratien erleben und denen wir ein Stoppschild gegenüberstellen müssen. Aber alle, die jetzt applaudiert haben, muss ich auch mir eine kritische Frage stellen. Haben wir genug getan?
Irgendjemand muss doch Verantwortung tragen, Politik beschenkt. Aber Demokraten können nicht delegieren. Demokratie bedeutet, dass ich gestern, vorgestern, vor 5 oder 10 Jahren die Idee dieser Demokratie so verinnerlicht habe, dass ich sie vertrete und verteidige, dass ich leuchtende Augen bekomme, mit Leidenschaft meine Freiheit übrigens auch genieße. Haben wir das getan? Haben wir diese Idee der Menschenrechte und der Demokratie wirklich ernsthaft gelebt, sie ausgepackt und gemerkt, wie grandios das ist? Auch heute noch die wenigsten Menschen können das. Oder sind wir zu gelangweilten, gleichgültigen Demokraten in Teilen geworden? Ist das, was wir jetzt erleben, jetzt? Müssen wir uns nicht selbstkritisch die Fragen stellen? Denn auf der einen Seite, ja, sie wachsen die diese Demokratie zerstören wollen, in einer Art und Weise, wie es sie noch nie gegeben hat. Sie ist nicht nur eine innere Angriffsfläche, sondern auch eine äußere, denn Autokratien wollen die Demokratien loswerden, um noch mehr Menschen mit Macht zu beherrschen. Aber auch eine Demokratie wählt mittlerweile Menschen, die unsere Freiheitsrechte einschränken wollen. Und wir sagen teilweise, das sind Protestwählerinnen. Wir nehmen alle Wähler ernst. Nur bei der Partei des Hasses nehmen wir die Wähler nicht ernst. Das ist übrigens eine Unverschämtheit. Aber daneben ist es auch eine Entlastung. Wann streiten wir uns, wenn jeder Fünfte wählt, mit jedem Fünften, der mit mir lebt, der sie auch wählt? Im Büro, in der Familie, bei der Arbeit. Und wann erzählen wir denen nicht nur, wie könnt ihr das machen, sondern von diesem unglaublichen Geschenk mit leuchtenden Augen, wir sind frei, warum wollt ihr es nicht sein? Warum erzählen wir nicht, dass die schlechteste Demokratie besser ist als die beste Diktatur? Warum machen wir uns nicht klar, ob schwarzer Mensch, queerer Mensch, weiblicher Mensch, Mensch mit Einschränkungen, Menschen mit Brille, alles gemeinsam haben an einem Punkt: Mensch. Und dass wer den ersten Menschen frei zur Diskriminierung lässt, sich selbst am Ende wiederfinden wird, dass auch dieser Mensch Angst haben werden muss und hat vor denen, denen die Macht gegeben wurde, wieder zu bestimmen: Du bist kein Mensch. Wir haben soeben Lili Boulangers Psalm 24 gehört und wir werden gleich Brahms Schicksalslied hören. Diese Werke sind nicht zufällig die musikalische Umrahmung des ersten Teils des heutigen Abends. Und was für ein wunderschöner Titel: Orchester für die Demokratie. Sie berühren zwei sehr zentrale Fragen auch der menschlichen Gemeinschaft und der Sinnsuche. Mein Gott, Mensch, der Sinn unseres Lebens ist unser Leben. Reicht uns das nicht? Anscheinend nicht, denn sonst würden wir keine Götter suchen. Oder Götter, die uns mit ihren politischen, hässlichen, abgrenzenden und verachtenden Ideen das Gefühl geben, wir wären die Auserwählten, wir wären die Besonderen. Und dabei gar nicht merken, dass diese Verführung uns zu den Ärmsten werden lässt. Also Fragen, um die es heute Abend nach der Pause auch gehen wird. Strauss, Schönberg. Lili Boulanger beschwört in ihrem Werk mit religiöser Kraft und dieser klanglichen Erhabenheit die Verbundenheit mit höheren Prinzipien. Und Brahms hingegen, das werden Sie gleich hören, stellt die Spannung zwischen menschlichem Streben und diesem unentrinnbaren Schicksal, ich würde sagen Zufall, Chaos. Wir müssen ertragen, dass es Chaos ist.
Wir müssen ertragen, dass wir von der Unendlichkeit wissen und auch wissen, dass wir endlich sind, ohne dass wir uns gekränkt fühlen. Wir müssen auch da das Leben nehmen. Ein 16-Jähriger hat genauso viel in seiner Generation Probleme wie ein 80-Jähriger. Es ist immer das Lernen der nächsten Schicht, der nächsten Altersschicht. Es ist immer Lernen. Und deswegen kann ich nur sagen, die uns sagen, so wie es ist, soll es bleiben, lügen uns an, weil es nie statisch ist. Welt ist dynamisch. Und das bedeutet Lernen. Und deswegen ist das, was die Extremisten und Antidemokraten uns jetzt auch über die digitalen Medien besonders antun, aber wir uns das immer schon angetan haben. Die Lüge ist die Entmündigung des Menschen. Der Glaube ist seine Entmündigung. Die Aufklärung ist mit der Vernunft und dem Wissen die Voraussetzung der Selbstermächtigung. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Lüge die Grundlage für uns und die nächsten Generationen wird, weil wir damit die nächsten Generationen in entmündigten und damit armseligen Existenzen verwandeln. Wir haben doch gelernt, was diese 200, 300 Jahre der Emanzipation bedeutet. Das gebe ich doch den Extremisten nicht einfach wieder aus der Hand. Brahms hingegen, und das werden Sie auch gleich hören, stellt eine Spannung her zwischen diesem menschlichen Streben und diesem Unentrinnbaren, von dem wir alle immer wissen. Ein Tod, 8 Jahre ein Kind mit Krebs. Wir versuchen, das Schicksal oder den Zufall zu beherrschen. Wir versuchen, den natürlichen Kontrollverlust durch Zivilisation zu kompensieren. Und trotzdem wissen wir, dass jeden Augenblick auch hier etwas passieren kann, wo ein Mensch in seinem Leben oder in ihrem Leben ein Nachher hat. Das macht Angst, das erschüttert, macht uns bewusst, wie empfindlich und verletzbar wir sind, holt die Verdrängung, rückt sie zurecht und einen kurzen Augenblick spüren wir, ach Mensch. Beide Werke sprechen Themen an, die eben auch in der Demokratie eine Rolle spielen. Nämlich das Zusammenspiel von dieser individuellen Verantwortung, die wir als freie Menschen haben, und ein solches Streben nach Harmonie, Vielfalt. Meine Damen und Herren, wir leben im Jahre 2025, in dem unsere Freiheit, in dem unsere Demokratien nicht nur von außen bedroht sind, sondern in dem wir zugelassen haben, dass eine Partei, die hasst, die hetzt, die Menschen gegen Menschen ausspielt, immer mehr wächst. Wir tun so, als ob wir damit nichts zu tun haben. Wir tun so, als ob wir dafür keine Verantwortung tragen. Wir tun immer so erschrocken. Wir tun viel so, als ob. Wenn wir uns aber unserer Verantwortung bewusst werden und uns überlegen, und darum geht es doch, unsere Energie nicht zu verschwenden an die Hasser, sondern an die das Leben und den Menschen lieben und respektieren, gestalten, in Respekt zueinander. Da gehört unsere Energie hin, müssen wir uns fragen, ob wir nachlässig waren, müde waren, gleichgültig waren, ob wir wirklich dachten, dass wir Demokratie gesichert haben und wir verinnerlichte Demokraten sind und Demokratinnen? Kann es sein, dass der Rasen, den wir Demokratie nennen und der uns geschenkt wurde,
der aber auf einen sehr braunen, harten Boden gelegt wurde? Kann es sein, dass wir den nicht genug begossen haben? Kann es sein, bei allem Anlass für Kritik und Nörgelei, und es gibt viel Berechtigung dazu, dass wir dies wichtiger gesehen haben als diesen grünen Rasen, der, weil wir ihn nicht genug bewässert haben, nicht genug Wurzeln geschlagen hat? Kann es wirklich sein, dass wir dachten, dass der braune Boden aufhört, sich zu bewegen und weiter diese menschliche Konfrontation, die Auseinandersetzung zwischen einer emanzipierten, freien Konzeption des Menschen und seiner Unterdrückung je aufgehört hat? Kann es sein, dass wir nicht bemerkt haben, dass jeden Tag wir begegnet sind Menschen, Strukturen, die unterdrücken wollen? Kann es wirklich sein, dass wir vergessen haben, dass noch vor wenigen Jahrzehnten Frauen in der Ehe vergewaltigt werden konnten und es war nicht strafrechtlich sanktioniert? Haben wir vergessen, dass es keine 40 Jahre, 50 Jahre her ist, dass Homosexualität in unserem Land mit Zuchthaus bestraft wurde und dass das alle mehr oder weniger richtig fanden? Kann es sein, dass wir nicht gesehen haben, dass die Deserteure, die das Dritte Reich eben nicht unterstützen wollten in der Wehrmacht, immer noch als Deserteure gehandelt wurden? Kann es sein, dass wir nicht gemerkt haben, dass Extremisten diese Freiheit immer wieder angreifen? Und wenn es so war, wie konnte es geschehen? Und wie konnten wir dabei nicht zu Aktivisten werden? Und zwar nicht aus ethischen Gründen, aus ganz egoistischen Gründen. Ich genieße meine Freiheit. Ich bin heute bei einem wunderbaren Konzert und kein Kulturstaatsminister hat dieses Programm gestaltet, sondern diese Musiker, ein Intendant, ein Regisseur. Wir kommen nicht, aber es ist freie Kunst. Ich genieße diese Freiheit. Ich kann heute Morgen zwischen einem Schwarzbrot oder einem Croissant wählen. Der Croissant kommt aus Frankreich und niemand sagt mir, das sei nicht deutsch. Ich kann mich sogar entscheiden, aus einer Partei auszutreten und nichts passiert. Und wenn uns nicht gefällt, dass das Budget für Kunst und Kultur reduziert werden, dann gehen wir auf die Straße und machen deutlich, wir, die Bürger, Bürgerinnen, sind dagegen. Wie ich diese Freiheit genieße. Und solange ein Mensch morgen sich auf die Straße hinstellt mit einem Schild, ich liebe die Freiheit, du nicht, wir müssen reden, bin ich gerne der Zweite. Und vielleicht kommt ein Dritter. Das heißt Freiheit. Stelle ich mich hin, neben wen auch immer, der der Erste ist und meiner Überzeugung entspricht. Aber wenn die Menschenwürde angegriffen wird, wenn wieder Menschen darüber urteilen wollen, wer ein Mensch ist, dann ist jeder von uns gefordert und wer nicht mitmacht, kann seine Hände nicht mehr in Unschuld waschen. Ich stehe also vor Ihnen und Sie sehen einen sehr glücklichen Menschen. Trotz allem. Ja, ich bin verzweifelt. Und ja, ich bin aber auch ein Optimist. Und ja, ich bin ein verzweifelter Optimist. Aber solange ein Mensch morgen früh dieses Schild trägt, bleibe ich Optimist. Dankeschön.